Heute reden wir darüber, wird AMC jetzt wirklich nächste Woche squeezen mit diesem Run am Freitag? Was macht GameStop? Wird Trump Media noch immer weiter nach oben gehen? Squeezed jetzt FFAI in den nächsten Wochen? Muss Beyond noch immer runtergehen? Oder hat es auch seinen Boden gefunden? Und was zum Teufel macht Bed Bath Beyond? Wenn es euch interessiert, bleibt's dran. So, wie immer, ich benutze diese Methode, die fraktale Methode. Ich linke das Erklärvideo wieder am Ende des Videos oder ihr sucht es einfach auf meinem Kanal nach der Fractal Method Playlist. Es gibt eine deutsche und eine englische und dort könnt ihr auch draufklicken. Okay, na dann fangen wir heute an mit Beyond. So, für Beyond, wir haben ein Fractal. Dieses Fractal wurde beendet am 16. Oktober und seitdem haben wir unser HLO gemacht. Zoomen wir hin. Das werde ich gleich zeigen. Dieses HLO, wenn es fertig ist, was wir uns jetzt gleich näher anschauen, unser nächstes Target. Egal ob es bearish oder bullish ist, unser nächstes Target für A ist hier irgendwas zwischen 29 und 15 Dollar. Dann machen wir höchstwahrscheinlich, wenn das hier unser A ist, einen Breakout-Retest von dieser Trendlinie oder einfach nur ein 0,5 von unserem Allzeitlow. Also wenn wir hier sagen wir 15 Dollar oder sind wir ein bisschen bullischer, sagen wir 25 Dollar ist unser A, dann ist unser 0,5 Pullback höchstwahrscheinlich irgendwo hier bei 3,44 Dollar. Nächstes Ziel ist dann B bei 43 Dollar und dann der 0,5 Pullback von unserem A-Low zu unserem B-Peak. Fallen wir da runter und dann ist nur noch die Frage, brechen wir allzeit hoch oder nicht. Aber das ist jetzt mal alles irrelevant. Ist Beyond Meat fertig? Also, ich habe gesagt, ich habe zwei Varianten. Wir fangen mit der bärischen Variante an, weil die ist am einfachsten zu zeigen. Für die bärische Variante bedeutet das, das ist unser HLO, aber es ist nicht fertig. In dem Fall ist das hier vom 21. November bis letzten Freitag einfach nur unser T. Das bedeutet im Großen und Ganzen, um dieses C zu beenden, müssen wir zumindest einen Cent unter 80 Cent. Also hier runter. Und dazu sei gesagt, wir haben jetzt hier noch immer eine Gap offen zwischen 66 Cent und 88 Cent. Bedeutet, wenn wir hier runtergehen, werden wir gäpfeln. Dann ein kleines High-Low und dann geht es nach oben. Wie schaut jetzt die bullische Variante aus? Ne? Für die bullische Variante ist dieses High-Low hier, das große, fertig. Und zwar seit dem 21. November. Und seitdem haben wir einfach nur ein kleines High-Low dazugefügt. Ich werde das auch bei DGT und FFAI zeigen, ist nämlich genau dasselbe. Auch dieses kleine High-Low ist beendet mit dem 31. Dezember. Perfekt mit einem V&A. Ja, und seitdem haben wir schon einen Ausbruch gemacht. Jetzt gibt es zwei Versionen. Wieder mal. Die eine ist, wir sind fertig. Wir haben Breakout Retest gemacht. Perfekt. Das wäre unser Micro A. Und ab nächster Woche sollte es nach oben gehen. Die einzige Alternative, die ich habe, die noch immer bullish wäre, dass das hier noch ein weiteres kleines High-Low ist.
Ähm, Das bedeutet aber, da gehen wir auf den noch niedrigeren Timeframe. Das bedeutet aber, wir dürfen eigentlich nicht, das ist höher, gell? Ja. Wir müssen noch unter 85 Cent. Hier. Damit wäre dieses kleine Higher Low fertig und dann gehen wir. In dem Fall ist es allerdings wirklich schwer zu sagen, weil das wäre meiner Meinung nach schon bearish. Also generell, schauen wir uns mal die Levels an. Wir haben ein schönes wir haben einen schönen Ausbruch. Seit dem 7. Jänner küssen wir diese Trendlinie hier. Also ich möchte Upside sehen. Bedeutet, alles über 1,25 ist bullish. Wenn wir das schaffen, vergesst die bearische Alternative. Sollten wir hier hinunterbrechen oder sollten wir diese Trendlinie weiter hinunterküssen? Irgendetwas unter 90 Cent ist noch nicht so bearish. Allerdings wäre ich dann schon langsam vorsichtig. Alles unter 85 Cent. Und ich glaube, wir werden zum Gipfel gehen. Ja. Ich weiß es noch nicht. Ich bin derzeit 50-50. Eigentlich schaut das hier gar nicht so schlecht aus. Schauen wir, was uns nächste Woche bringt. Okay. Nächstes ist DGT. Für DGT muss ich sagen, habe ich eigentlich keine Alternative derzeit. Ich weiß, normalerweise präsentiere ich immer eine, habe ich aber gerade keine. Für DGT, wir haben hier ein Fractal. Das wurde beendet im November 2025. Und weil ich ja schon bei Beyond gesagt habe, wir machen sowas ähnliches, schauen wir uns das näher an. Hier am 21. November ist das ganze Fractal beendet und das neue startet. Seitdem haben wir ein Higher Low gemacht, was perfekt in einem V&A geendet ist. Und bei DGT haben wir noch ein kleines Higher Low hinzugefügt. Ähnlich wie bei Beyond. Allerdings bei Beyond war es so, in dem Moment, wo das zweite Micro Higher Low in einem V&A geendet ist, nächster Tag Merchant News. Sind rauf zu unserem A geknallt, haben schon unseren A-Pullback meiner Meinung nach gemacht, weil wenn wir vom Low bis zum Top unsere 0,5 nehmen, sind ein bisschen runtergefallen, macht aber nichts und gebounced. Und meiner Meinung nach könnte das hier schon das kleine Higher Low von unserem A gewesen sein. Was wird also jetzt passieren? Sache ist die. Ich bin der Meinung, wir werden jetzt einen Run bekommen. Ja, aber noch nicht den Run. Weil wenn man sich das anschaut, das hier ist unser Lower High, das hier ist unser M und das hier ist unser T. Sind drei riesige Sektionen. Wenn man jetzt mir erzählen will, dass dieses kleine Higher Low das Higher Low zu dem da ist, nee, tut mir leid. Gehe ich nicht davon aus. Natürlich, wenn irgendwas Unerwartetes passiert, passiert eigentlich nie, können wir jetzt sowas sehen. Ich gehe nicht davon aus. Was müssen wir also machen? Ganz einfach, wir müssen jetzt zu dem Ganzen hier ein Makro Higher Low machen. Das bedeutet, wir haben unser A schon. Unser B wird bei 30 sein, meiner Meinung nach. Kleiner Pullback. Hier an dieser Trendlinie wird unser C sein von dem Higher Low. Lower High, Midpoint, T, V&A. So würde das ausschauen. Ich sage nicht, es wird so lange dauern. Ich zeichne das nur, damit man es auch sieht. So. Das kann man gerne spielen, weil es ist massive Upside. Der große Move meiner Meinung nach kommt aber erst, wenn wir das Ganze gemacht haben. Und hier, wir haben hier unseren A-Boden wahrscheinlich schon. Das heißt, wenn wir wieder runterkommen und wenn es nur 1 Cent unter 12,46 ist, das ist der Buy-in für den nächsten großen Move. Wo geht der hin? Naja, unser nächstes A ist bei 60. Dann wahrscheinlich Breaker-Tree-Test. Unser B ist irgendwas bei 80, 90. Wenn man die Regel nimmt, wieder ein Pullback von A zu B.
Und dann ist nur noch die Frage, brechen wir allzeit hoch oder nicht. Dazu sei aber auch eins gesagt, es kann absolut locker sein, dass wir nicht A Pullback, B Pullback machen, sondern dass wir sowas ähnliches wie bei der IPO machen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir das in wenigen Tagen machen, weil die Wiederholung ist immer größer und langsamer. Aber es sollte relativ steil nach oben gehen. Jetzt zu Levels. Ja, schauen wir uns die Levels an. Gehen wir vielleicht auf einen niedrigen Timeframe. So. Levels-wise, alles über 1787. Wir gehen nach oben. Sollten wir nochmal unter 12,50 fallen, ich sehe es nicht, aber es wird bearish. Und dann muss ich mir anschauen, ob ich vielleicht irgendetwas übersehe. Andernfalls schaut es perfekt aus. Okay, nächstes ist FFA. So, für FFA haben wir auch derzeit nur ein Fractal, und zwar das Ganze hier. Es wurde beendet im April 2025. Wann auch immer diese Higher Lows, die ich gleich zeigen werde, hier fertig sind. Wie immer, wenn man die Regeln 1:1 nimmt, dann wäre unser A bei 153, unser B bei 5000. Ich bin auch immer der Meinung, ohne Split werden wir das höchstwahrscheinlich nicht sehen. Und wenn es keinen Split gibt, dann wird unser nächstes Top unter 150 sein. Das ist die harte Rejection Line. Wir werden hier raufgehen und dann sterben. Im Großen und Ganzen ist das aber egal, weil von $1 auf 150, ich meine, ja. Okay, was haben wir also seitdem gemacht? So, zoomen wir rein. Also, unser V war am 22. April. Seitdem haben wir ein perfektes Halo gemacht. Das gleiche wie Beyond und DGT. Es ist in einem V&A geendet. Das gleiche wie Beyond und DGT haben wir ein weiteres Micro-Halo hinzugefügt. Das wurde beendet am 31. Dezember, auch in einem V&A. Und seitdem haben wir entweder ein weiteres kleines High-Low oder ein A gemacht. Für ein A ist das aber relativ tief. Hier ist unsere 0.5, hier unsere 6.18, 0.618 FIB. Funktioniert für mich nicht. Es wäre also ein Higher Low. Gut. Schauen wir uns das an. Für das habe ich zwei Varianten. Entweder für die bullische ist hier unser V, hier unser kleines Mic. Das ist wirklich Micro-Tracking auf der 30-minütigen. Ja. Unser kleines Higher Low. Hier unser A, B, C, Lower High, Midpoint T. Und am Freitag haben wir unser V an der A gemacht. Ich habe auch immer dazu gesagt, dass mein Timeframe für den nächsten Move 9. Jänner bis zum, ja, sehe ich wieder nicht, weil ich zu klein bin, bis zum 19. Februar. Und ich habe auch immer dazu gesagt, dass ich eigentlich sehen will, dass am 9. 12. Jänner der Move nach oben startet und der 19. Februar der Pullback ist. So, für die bullische Version stehe ich noch immer dazu. Ab Montag möchte ich verdammt nochmal aufwärts sehen. Und zwar massiv aufwärts. Falls nicht, dann ist die einzige bullische Alternative, die ich habe, das hier ist nicht unser A, sondern hier. Und das bedeutet wahrscheinlich bis nächsten Freitag, das wäre der 16., müssen wir hier noch runterfallen. Unter $1,05. Und dann geht es nach oben. Ja. Sollten wir weiter runterfallen, wäre das schlecht. Sehe ich noch nicht, wäre aber schlecht. Also zu unseren Levels. Also, alles über 1,33 bullish. Alles über 1,68 und wir sind weg. Gibt keine Alternative mehr, wir schießen nach oben.
Vielleicht sehen wir das nicht einmal mehr. Alles unter 1,05 $. Wie gesagt, noch kein Beinbruch. Aber wir sollten dann hier wirklich bouncen. Alles unter $1 oder 99 Cent wäre echt schlecht. Ich habe derzeit einfach keine Alternative dafür mehr. Ja. Und alles unter 87 Cent und das Spiel ist vorbei. Ja. Derzeit bin ich aber extrem bullish, vielleicht zu bullish. Schauen wir, was nächste Woche uns zeigt. Okay, nächstes ist Bad Bath & Beyond. Hier habe ich 2 Versionen. Fangen wir mit der bearischen an. Mit der bearischen Version, das bedeutet eigentlich hauptsächlich nur, das hier ist unser Fractal und es ist noch nicht fertig. In dem Fall war unser letzter Peak im Oktober einfach nur unser T. Und das nächste, was passiert ist, wir machen ein neues Allzeitloch. Ne? Das ist die bearische Alternative. Die bullische Alternative ist, das erste Fractal war fertig mit April 2025 und das gleiche wie Bad Bath & Beyond, FFAI und DGT. Seitdem machen wir ein Higher Low. Und dieses Higher Low war fertig am 31. Dezember mit einem V&A. Und in dem Moment, wo wir das gemacht haben, haben wir den Ausbruch bekommen. Man könnte sogar sagen, das hier war schon unser Breakout Retest und wir schießen schon nach oben. Ja. Man könnte das Ganze auch mit einer Sache vergleichen, und zwar mit 2020. Hier ist 2020 und zwar im März. Das ist heute. Und in dem Fall, für das bullische Tracking, ist hier unser V, hier unser V. Wir machen das Higher Low, wir machen das Higher Low. Wir haben hier unser M. Wenn wir näher ranzoomen, haben wir auch unser M hier. Und in dem Fall wären wir jetzt gerade hier. Und im Großen und Ganzen ist das unser nächster Move. Somit, was wären unsere nächsten Levels? Also, wenn das hier unser Ausbruch ist, bedeutet das, unser nächstes A ist irgendwo 27 bis 25 ist. Breakout Retest. B irgendwas bei 50, 40. B Pullback. Und dann ist natürlich die Frage, brechen wir Allzeit hoch oder nicht. Und dazu sei auch gesagt, dass in 2020 haben wir nicht, ich meine, das könnte man als, das ist kein Point 5, aber es ist ein A-Pullback. Und hier haben wir einen kleinen B-Pullback, aber keine großen Pullbacks. Ja, wir sollten also wirklich einfach ziemlich gerade nach oben gehen. Jetzt noch zu den Levels. So. Bedeutet, wenn wir über 8,62 gehen, könnte es schon anfangen zu träumen. Wenn wir über 9,70 gehen, gibt es für mich persönlich keine Alternative nach unten mehr. Wir gehen einfach nach oben. Sollten wir nochmal unter 5,91 gehen, meiner Meinung nach, werden wir hier noch ein kleines Higher Low adden. Ja, hier werden wir noch ein kleines Higher Low adden. Das bedeutet irgendwas so LMT. Und dann gehen wir. Ja. Und wie gesagt, sollten wir noch einmal unter 5,39 brechen, dann ist es die wirklich bärische Alternative und wir machen ein neues Allzeitlow. Ja, schauen wir. Okay, nächstes AMC. Weil ja seit letzten Freitag, seitdem wir diese grüne Candle am Freitag bekommen haben, wieder alle extrem bullish sind. Kurze Zusammenfassung. Ich bin einer von den Leuten, die eher auf einen Zwei-Part-Squeeze schauen. Für den zweiten Part sehe ich irgendetwas hier oben, 700, 800. Für den Ein-Part-Squeeze, für den ersten Part, werden wir irgendwas hier bei 150 bis 76 landen. Warum? Weil, wenn man sich 2020 anschaut, haben wir genau dasselbe gemacht. Von unserem Boden da hinauf.
Wir haben Breakout, Retest direkt bei der 0,618 Pip sind wir hingegangen. Bedeutet, wenn das jetzt unser Boden ist, dann gehen wir hier rauf. Das sollte irgendwas hier in der Februar sein. Also wir würden hier nach oben schießen, hier wieder runterkommen. Breakout, Retest von dieser Trendlinie. Dann machen wir Push-It und dann geht es nach oben. Und genauso wie in 2021 sollte es keinen B-Pullback geben. Okay. Und dazu sei gesagt, weil halt viele sagen, ja, aber diesmal ist es ein One-Part-Squeeze. Weil diesmal ist es anders. Ja? Ich sage einfach nur dazu, ja, okay, kann sein. Erstens, ich würde mich freuen, wenn es ein One-Part-Squeeze ist. Zweitens, wenn es diesmal anders ist, okay, aber dann dürft ihr nicht das tracken. Wenn es anders ist, ist es anders. Wenn ihr das hier verwendet, dann wird das hier passieren. Einfach nur meine Meinung. Werden wir jetzt von hier squeezen oder haben wir generell überhaupt einmal den Boden erreicht? Und dazu muss ich sagen, ja, zu 90% bin ich der Meinung, das könnte jetzt wirklich unser Boden sein. Werden wir von hier squeezen? Gleichzeitig meine Meinung, zu 99% nein. Warum? Dazu schauen wir uns mal an, okay, diesen Freitag haben wir unseren Boden erreicht und sind raufgegangen 16%. Ne? Nachdem wir Monate hinuntergerauscht sind, aber ist wurscht. Ne? Schauen wir uns mal an 2021. Hier ist 2021. Sind wir auch über einen Monat hinuntergerauscht. Haben unseren Boden erreicht. Sind wir von diesem Boden gesqueezed? Nein. Von unserem Boden bis zu unserem Higher Low hat es 9 Tage gedauert. Dazu sei auch gesagt, das war ein Dienstag und in den ersten 2 Tagen sind wir 16% draufgeschossen. Das war also nicht das erste Mal letzten Freitag. Dann schauen wir uns noch an 2024. April. Sind wir da vom Boden gesqueezed? Nein. Es hat genau 24 Tage gedauert. Und dazu sei gesagt, das war auch wieder ein Dienstag. Und wir hatten einen Move von 21%. Dann schauen wir uns noch Mai 2025 an. Sind wir da vom Boden gesqueezed? Auch nicht. Und von da nach dem High Low hat 26 Tage gedauert und ein Channel. Was haben wir da vom Boden gemacht? Wir sind an einem Tag 21% draufgeknallt. Ja? Bedeutet, weil ich habe das heute so oft gesehen auf anderen Channels, so großes Volumen. Das ist zum ersten Mal passiert. Wir werden vom Boden squeezen. Nein, es passiert leider jedes Mal. Okay? Bedeutet, was machen wir jetzt? Ja, meiner Meinung nach werden wir jetzt ein High Low machen. Wir brauchen noch immer unser High Low. Bedeutet, das könnte jetzt unser A sein, wenn wir jetzt am Montag wieder runtergehen, aber den Boden halten. Ist das unser A, unser B, unser C, Lower High, Midpoint, T. Das steht uns meiner Meinung nach fast todsicher bevor. Und wo auch immer hier unser Boden ist, in dem Moment, wo wir dieses T an der V an der E machen, das ist dabei. Ja? Wie lange könnte das dauern? Naja, also 2024 war es 26 Tage, 24, 2025 28. Man könnte also jetzt sagen, na, 2024 war es 24, 2025 waren es 26. So, sorry, ist schon spät. Wenn das jetzt unser Boden war, addieren wir 28 Tage. Am Daily machen wir das.
28 Tage. Das ist Donnerstag oder Freitag, wie auch immer man es nimmt, der 5. Februar. Bedeutet, wo ist es? Wir haben die Chance, am Freitag, den 6. Februar oder schon, oder später erst am Montag, den 9. Jänner, bekommen wir unseren Squeeze. Meiner Meinung nach. Ja? Ich gehe absolut nicht davon aus, dass wir hier vom Boden aus hinaufschießen. Sehe ich einfach nicht. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, weil halt 2020 und 2021 9 Tage gedauert hat, dass wir das halt in 9 oder 18 Tagen machen. Ja? Ich würde mich nicht zu sehr auf die Tage versteifen, weil das ist wurscht. Weil Volume kann es beschleunigen oder verlangsamen. Aber achtet auf das V an der A. Das ist das Wichtigste. Dazu sei auch gesagt, ich habe das beim letzten Mal schon gesagt, also wir nehmen mal an, wir machen das hier. Ja, A, B, C, L, M, T. Okay? So. Und ihr wartet auf das V an der A. Also das. Ja? Wenn es jetzt zum Beispiel Donnerstag ist, nächste Woche, ja, Donnerstag, und wir machen das, wäre sehr viel Price Action, ich gehe davon absolut nicht aus, aber sei dahingestellt. Und wir schließen am Donnerstag hier. Vorsicht. Der Move kann auch in After Hours sein. Also das hier wäre schon ein Buy-in für mich. Ja? Wenn wir erst hier sind, nee. Ja, kein Financial Advice, aber ich sag's. Levels brauche ich euch hier nicht sagen, weil ganz ehrlich, alles über 3,18 meiner Meinung nach werden wir nicht mehr sehen. Also wenn ich mich irre und wir schießen hier hinauf, okay, ist vorbei. Und wenn wir hier wieder drunter brechen, ja, dann suchen wir ein neues Low, neues V. Ja, da gibt es nichts zu sagen. Nächstes wäre dann GME. Bei GME gibt es Levels, weil wir haben zwei Alternativen für GME. Im Großen und Ganzen nur. Von der IPO bis 10. März ist einfach nur unser High Low. Vom 10. März 2003 bis 2020, das war nur unser A. Von 2020 bis 2024 war einfach nur unser B. Und seitdem machen wir unser Higher Low. Wann auch immer das fertig ist, was sind meine Preisziele? Meine Preisziele sind hier oben. Ja, irgendwas zwischen 500 und 300. Warum? Warum nicht 5000 oder was auch immer? Ganz einfach, ich orientiere mich an dieser Trendlinie. Bei jedem Peak, ich meine, wir können ein bisschen drüber brechen, ja, aber bei jedem Peak haben wir diese Trendlinie respektiert. Ich sehe nicht, dass wir das diesmal nicht auch tun. Weshalb ich halt auch dazu sage, ich glaube, dass AMC diesmal das bessere Play ist. Okay. Sind wir fertig mit diesem Higher Low? Ja, das schauen wir uns gleich an. So. Das hier ist unser Higher Low. Jetzt zoomen wir noch weiter rein. Und jetzt gibt es zwei Varianten, weil ja viele sagen, AMC squeezed nächste Woche. Ja, da muss GME auch nächste Woche squeezen, weil das bin ich auch der Meinung, die zwei gehen zusammen. Also für den Fall gibt es keine andere Möglichkeit, als dass das hier unser Higher Low ist. Unser kleines. Ich sehe es nicht, aber okay. Bedeutet, das hier war unser V an der A. Und ab nächster Woche schießen wir nach oben. Ich sage es aber trotzdem, falls wir das machen, dann wird GME hier rejecten. Meiner Meinung nach. Das wäre unser A. Dann machen wir einen Breakout Retest. Ja. Und wenn GME hier ankommt, ist AMC fertig mit seinem High Low und beide können marschieren. Ich gehe aber eher davon aus, hier ist unser großes T. Das Ganze hier ist unser kleines T. Und das ist das Micro-T von diesem kleinen T.
Und das war schon unser Peak. Und das letzten Freitag war unser Lower High. Nur von dem hier. Heißt, wir gehen runter, machen unser M, gehen weiter runter, machen unser T und dann gehen wir runter zu meinem Preisziel von 17,58. Einfach um dieses T hier zu beenden. Die einzige Sache, die ich dazu sage, ist, ich bin auch zufrieden irgendwo hier. Ja? Es muss 1 Cent unter 19,60 sein. Einfach nur um technisch geschehen dieses T abzuschließen. Dann machen wir ein kleines Micro-High-Low und dann schießen wir mit AMC nach oben. Ja? Das sollte relativ schnell gehen. Und davon gehe ich nicht runter. Ja? GME zeigt mir jeden Tag einfach mehr und mehr, ja, wir brauchen dieses Targeting. Also, für GME, für Levels. Alles über $22,77 und wir gehen darauf nach 30 und machen dieses Breakout-Ding. Alles unter $21,06 und ihr könnt schon bearish werden und alles unter 20,17 und wir werden hier runterknallen. Meiner Meinung nach. Es ist aber nicht bearish. Meiner Meinung nach ist es nicht bearish. Umso schneller wir das machen, umso schneller können wir in den Squeeze gehen. Meiner Meinung nach. Ja. Im Großen und Ganzen, bis auf Beyond, wo ich vielleicht wirklich noch annehme, wir brauchen den Gapfill noch, aber bis auf Beyond schauen alles super aus. Ja. Okay. Schauen wir, was nächste Woche bringt. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt es mir ein Like. Das Erklärvideo kommt hierher. Die Playlist ist hier. Und wenn ihr mehr sehen wollt, gebt es mir ein Abo. Sehen wir, was nächste Woche bringt.